Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barcast. Ihr braucht nicht ausschalten, es ist keine Tiersendung. Nachdem wir ja schon die Maus bearbeitet haben, machen wir jetzt die Ratte, die P1000 Ratte. Kurz noch ein paar Worte dazu, bevor wir wieder in die technischen Details einspringen oder hineinspringen. Warum machen wir das jetzt? Nachdem wir die Maus gemacht haben, also der Alex, der Dustin und ich, also der Alex besorgt ja die Informationen zum größten Teil, Dustin schneidet das Video und ich setze mich nur hin und erzähle ein bisschen was, also so machen wir das in der Regel. Kamen ganz viele Kommentare, Mensch, hier aber der P1000 und die Ratte und Gedöns und Gedängel. Und da haben wir gesagt, okay, also wenn wir schon die Maus machen, dann müssen wir auch die Ratte nachlegen. Und wenn man das denn mal googelt, wenn man also wirklich nicht gedruckte Quellen benutzt, dann findet man ja also einen Haufen Schwachsinn, der da im Internet verbreitet wird und wie das hätte aussehen müssen und warum, wieso, weshalb. Und also manchmal, wenn ich Haare hätte, dann würden sie mir zu Berge stehen oder wenn ich welche hätte, würden sie grau werden. Also es ist schon wirklich fantastisch, was da manchmal zusammengesponnen wird. Deswegen haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, jetzt machen wir es mal vernünftig und deswegen kriegt ihr auch dieses Video über die Ratte und über natürlich ein paar andere Sachen, die noch da mit reinspielen und wie das überhaupt geplant war und Daten, Fakten, Mythen, wie auch immer. Und ich hoffe, auch das holt euch ab und ich möchte euch bitten, wenn ihr mal was wisst oder was auch besser wisst, dann schreibt nicht einfach rein, ich habe aber gehört, dass, also das meine ich jetzt auch nicht despektierlich, sondern ihr müsst schon mal hinschreiben, wo ihr das her habt. Weil ich habe mal gehört, dass mein Cousin dritten Grades an der Pommesbude um die Ecke gehört hat, dass ein Ingenieur bei Porsche erzählt hat, dass der P1100 gebaut wurde und unterirdisch in Berlin in einem Bunker steht. Also so ein, nee, das ist für mich auch keine Quelle und das ist auch kein Kommentar. Also wenn, dann bitte richtig. Das ist mir eine Herzensangelegenheit, weil wenn wir was falsch erzählen, dann müssen wir auch gerne wissen, was und woher das kommt. In diesem Sinne, genug gesabbelt. Jetzt steigen wir ein oder versuchen mal raufzuklettern auf die Ratte, auf den Fantasy-Panzer Ratte P1000. Und jetzt geht's los. So, dann gehen wir mal ran an die Ratte. Also wir müssen in der Zeit wieder ein bisschen zurückgehen. Das heißt also während und nach dem Ersten Weltkrieg, da tauchte schon die Idee dieser riesigen Landschlachtschiffe auf und das auch in den verschiedensten Formen. So nicht, dass die Leute damals kleingeistiger waren, aber die stellten sich natürlich diese riesen Schlachtschiffe vor und das dann wiederum auf das Land projiziert. Also die Vorstellung, dass diese gigantischen Panzerfahrzeuge, also wie ich schon sagte, wie Schlachtschiffe aus allen Rohren feuernd, ganze Dörfer und vor allen Dingen große Festungen überrollen, das war so die Grundidee. So, jetzt haben wir aber auch die Geschichte, dass wir einen industrialisierten Krieg gefochten haben im Ersten Weltkrieg und da war sowas halt denkbar und möglich, weil die Leute haben ja immer nach vorne gedacht. Das war schon ein bisschen Science Fiction für die, aber doch schon in ihrer Vorstellungskraft möglich. Natürlich kann man am grünen Tisch sich alles Mögliche ausdenken, aber wenn die Ingenieure sagen, also bei der Technologie, da hapert es noch und die Wirtschaft kann so etwas nicht bauen, dann findet man doch sehr schnell seine Grenzen. Schauen wir deswegen mal nach Frankreich. Also dort wurden ja die sogenannten Char-2C-Fahrzeuge hergestellt, die ja nur 68 Tonnen wogen. Und das waren schon extreme Herausforderungen für die Techniker und auch für die Wirtschaft, sowas zu bauen. Ja, auch schien allein die Geografie des europäischen Kontinents den Einsatz einer solchen Waffe auf Gebiete wie die Weiten der jungen Sowjetunion zu beschränken. Also das war ja alles ebenes Land und da könnte so ein Riesending auch durch die Gegend rollen. Und deswegen schauen wir auch auf diesen Bereich. Also eben dort versuchte Stalin ab Mitte der 20er Jahre sein Riesenreich von einem Agrarstaat in eine mächtige Industrienation zu verwandeln. Ein Schlüsselbereich hier stellte die Rüstungsindustrie dar. Doch da mangelte es bei der Unzahl von Projekten an erfahrenen Ingenieuren, die in der Lage waren, moderne Panzer zu konstruieren. Also Agrarstaat zum Technologiestaat, da fehlt es natürlich ein bisschen. So als Zwischenlösung holte man sich natürlich entsprechendes Personal aus dem Ausland. Das wird ja heute noch so gemacht. So etwa für das Projekt eines schweren Durchbruchspanzers. Also holte man sich die Spezialisten ran. Hier fiel die Wahl auf das Ingenieurbüro von Edward Grote, der mit seiner Mannschaft zusammen mit den sowjetischen Kollegen im Leningrader Werk, und jetzt hoffe ich, dass ich das richtig ausspreche, Bolschewiki, das Konstruktionsbüro AW05 bildete oder AWO5 bildete.
Ja, und los ging's. Und zwar unter dem Herrn Grote entstand dann zwischen, ich meine, März 1930 und Juli 1931 der sogenannte TG1, also der Grote-Tank. Dieser fast 30 Tonnen schwere Panzer war eine Mischung aus bewährten und innovativen Elementen, die sich aber in der Erprobung letztlich nicht bewährten. Und das war das große Problem. Soweit für Grote natürlich ein Rückschlag, aber er entwarf immer neuere Modelle und die hatten eins gemein, die wurden immer und immer größer und immer beeindruckender. So, am Ende dieser ganzen Ideen stand dann ein 1000 Tonnen Panzer von 34 Meter Länge. So, muss ich auch mal sagen, wenn ich das so vortrage hier, ich meine 1000 Tonnen, das ist schon echt viel. Und sowas zu bewegen, das ist schon, ja, heutzutage schon fast unmöglich. Und wir reden hier von den 30er Jahren. Ne? Ja, mit seinem Entwurf fand er natürlich niemanden, der das richtig gut fand, also seine Kollegen nicht. Und auch die sowjetische Führung sagte sich, also nicht, das ist ein Spinner, aber das geht nicht. Aber der Grote war natürlich auch nicht allein. Es gab viele Ingenieure, die solche riesengroßen Sachen konstruieren wollten und Pläne vorlegten. Trotz alledem, für Grote war dann irgendwann in der Sowjetunion Schluss, also 1933, Machtübernahme natürlich, kehrte er nach Deutschland zurück und fand auch eine Anstellung im Rüstungsministerium. Da kam ja auch noch nicht jeder hin, also der hatte schon was auf dem Kasten. So, die Zeit dort hat er wohl richtig gut hingekriegt, weil er im Mai 1941 schon zum Beauftragten für Leistungsprüfungen beim Oberkommando der Marine wurde, also beim OKM. Und da war er für die Qualitätssicherung im U-Boot-Bau zuständig. Jetzt müssen wir aber nochmal schnell zurückspringen. Also Dezember 1936 erschien in einer deutschen Wochenzeitschrift ein Artikel, also ein Zeitungsartikel quasi, über seine Arbeit in der Sowjetunion. Und unter anderem wurde da eine Skizze dieses 1000 Tonnen Festungstanks abgebildet. Auch stand in diesem Artikel, dass ein solcher Gigant durch den Chef des Generalstabes Tuchatschewski gefordert worden sei, also einer von den Russen. Ja, und als Begründung für so einen Riesenpanzer stand auch dabei, dass man in Russland keine Verteidigungswerke wie die Maginot-Linie bauen könnte, weil die Sowjetunion einfach viel zu groß war. Ja, weiter geht es natürlich. Also dieser Artikel wurde dann in der September-Ausgabe der Militärzeitschrift Die Kraftfahrkampftruppe in einem Artikel von dem Herrn Günther Burstin, das war übrigens der österreichische Panzerpionier, zuständig für das Burstin-Motorgeschütz. Von diesem Günther Burstin wurde das stark kritisiert, denn auch Burstin verwies auf diesen hohen Bodendruck des Fahrzeuges. Ich sagte ja schon mal, 1000 Tonnen zu bewegen, das muss man ja auf Ketten verteilen und so weiter. Ne? Und deswegen hat er das natürlich auch gleich gesehen, dass die Fortbewegung eines solchen Fahrzeuges unmöglich sei. Ja, aber kluge Wissenschaftler können auch solche Probleme lösen und somit wurde festgelegt oder festgestellt, dass die Beurteilung von Burstin in Bezug auf diesen Bodendruck und diese Fortbewegung das war falsch. Man konnte so ein großes Gerät bewegen. So, jetzt kommen wir mal zu Fake News, denn in diesem Artikel von dem Grote damals, also der 36 erschienen ist, waren auch falsche Informationen, eingebaut worden. Und zwar, dass dieser TG1, der wurde ja gebaut, und der TG3 und TG5, also das waren dann 100-Tonnen-Panzer, die wurden gebaut und erfolgreich erprobt. Das stimmte aber nun nicht, es stand aber in diesem Artikel. Es war tatsächlich nur der TG1, der erprobt worden ist. Und in diesem Artikel stand auch, dass für diesen 1000 Tonnen Festungstank folgende Eckdaten vorgesehen war. Also 34 Meter lang, 10 Meter breit und 11 Meter hoch. Mit 12 Motoren ausgerüstet, jeder mit 2000 PS. Also 24.000 PS sollten dieses Monster dann oder fortbewegen. Ja, als Hintergrundinformation, also diese beiden, der Burstin und der Grote, waren sich beide nicht grün. Die hatten nämlich einen Patentrechtsstreit zu der Zeit. Also Patente musste man anmelden, wenn man eine Erfindung hatte, und da gab es Streitereien. Ging aber hier nicht um den Panzerbau, sondern um irgendwas anderes. Das heißt natürlich, beide waren sich spinnefeind. Und wenn einer was veröffentlicht, hat der andere das natürlich versucht zu widerlegen. So Leute, das war jetzt mal so ein bisschen das Vorgeplänkel, wie man überhaupt auf die Idee kam. Jetzt müssen wir uns mal an die Chronologie halten. Also wie es denn überhaupt dann weitergegangen ist. Und da fangen wir mal an, am 23.06.1942. Ja, denn an diesem Datum erhielt der Herr Grote, der ja nun beim OKM war, die Gelegenheit, bei Hitler über seine Arbeit in der Sowjetunion vorzutragen. So als Folge darauf wurde Grote beauftragt, sich mit dem Dr. Hacker von der Steyr Daimler Puch abzustimmen. Diese Abstimmung führte also vorerst zu keinem Ergebnis.
Aber wir müssen es mal als ersten Schritt darstellen. So, weiter geht's am 17. Juli 1942, denn an diesem Tag ging bei dem Dr. Müller, also dem Ingenieur von der Firma Krupp, der bekam einen Brief von Grote. In diesem Brief teilte Grote nämlich mit, dass er durch den Minister Speer den Auftrag habe, ein großes Kettenfahrzeug von mehreren 100 Tonnen zu bauen. So, und mit diesem Brief bat er um Beratung im Bereich der Getriebetechnik und er fragte auch gleich nach dem Sachstand beim Projekt des Artillerieträgers für den Küstenschutz im Westen. Gemeint war hier das Projekt R1 bzw. das Projekt R2, welches ebenfalls am 23.06., das hatten wir ja schon eben, erörtert worden war. Ja, jetzt geht Schlag auf Schlag. 13.07.1942. Das erste Treffen zwischen Grote und dem Dr. Müller fand statt und Grote präsentierte einen Entwurf für einen ca. 800 Tonnen Kampfwagen. Angetrieben entweder durch 24 Zylinder MAN Diesel mit je 8500 PS oder vorzugsweise 8 Daimler-Benz-Aggregate mit je 2000 PS. Zur Bewaffnung, ja, da war er noch nicht so richtig schlüssig, also das ist ja auch immer ein anderes Thema. Hier hofft er aber auf Vorschläge von Krupp, was die dann meinten, was man da einbauen könnte. Ja, es gab Pläne für ein 30,5 cm Geschütz, also Kaliber 30,5 cm, für einen Küstendrehturm. Das war aber mehr so eine Idee, dass man überhaupt erstmal was zur Waffe gesagt hat. Letztendlich trennte man sich mit der unverbindlichen Vereinbarung, dass Grote weitere Entwürfe, also aus seiner Feder stammende Entwürfe, an den Herrn Müller schicken sollte. Ja, 2 Monate später, also am 18.09.1942, war es soweit. Da Grote teilte nämlich dem Dr. Müller mit, er habe von Daimler-Benz und MAN Renk, das ist also die Getriebetechnik, Unterlagen zu Motoren und Getrieben erhalten. Er benötigte aber nun zügig Angaben zur Bewaffnung, da er bald einen Entwurf an Speer schicken musste. Also er musste einen Entwurf vorlegen und da kann ich natürlich nicht nur ein Panzer, also Kettenfahrzeug vorstellen, da ist kein Turm drauf und kein Geschütz drauf, wenn, dann muss das schon komplett sein. So, am 24.10.1942. Zweites Treffen zwischen Grote und Dr. Müller. So, und hier kommt der Müller ins Spiel wieder. Er schlägt also als Bewaffnung ein Geschütz vom Kaliber 28 cm als Hauptwaffe vor, ergänzend mit je 2 Waffen im Kaliber 12,8 und 10,5 sowie leichte Maschinenwaffen. Ja, Grote sagt schnellstmöglich einen entsprechenden Entwurf dafür zu. Ja, und dieser Entwurf muss natürlich wieder geprüft werden. Das machen die Geschützexperten bei Krupp. Krupp war natürlich dafür die beste Adresse und auch der Dr. Müller sollte drüber gucken. Und jetzt kommt's, dieser Entwurf trug erstmals die Projektbezeichnung P1000. Also hat schon ein bisschen gedauert bis 24.10.42, bis man das erste Mal dieses P1000 hört. Ja, was macht der Dr. Müller? Er teilt dem Grote mit, dass ein Bau eines 28 cm Doppelturms zwar möglich wäre, aber das Gewicht so hoch ist, dass das die geplanten Gewichtsgrenzen deutlich übersteigen würde. Ja, dann sind wir schon am 31.10.42. Bei Krupp geht ein neuer Entwurf von Grote ein, aber Krupp reagiert da nicht drauf. Im Dezember bittet Grote darum um ein weiteres Treffen mit Dr. Müller. Das ist also jetzt kein Briefverkehr, sondern die wollen sich wirklich treffen. Und am 17.12. findet dieses dann statt. So, 17.12.43, also das Treffen findet statt. Also das dritte Treffen zwischen Dr. Müller und Grote. Und der Grote legt jetzt dem Dr. Müller Bilder vor von den Modellen des P1000, welches er hat anfertigen lassen nach seinen Vorstellungen. Nun muss er aber auch eingestehen, dass Speer das Projekt nicht mehr weiterverfolgen möchte. Und wenn Speer da nicht mehr hintersteht, dann kann man sowieso einpacken. Das ist dem Dr. Müller wahrscheinlich schon bekannt und er teilt dem Grote auch noch mit, dass Krupp an einem ähnlichen Projekt arbeitet, dieses aber eine ganz andere taktische Ebene hat. Jetzt können wir nur vermuten, dass es sich bei den Arbeiten der Firma Krupp um den nie verwirklichten Panzermörser Urling handeln könnte. Fakt ist auf jeden Fall, an diesem Tag fand die Planung für einen überschweren 1000 Tonnen Panzer ihr Ende. Schnell auf, also Grote hat sicherlich noch weiter versucht, das Projekt wieder anzuschieben, aber ich sage mal, wenn Speer da nicht mehr hintersteht und auch der Führer nicht mehr, dann kann man sowieso einpacken. So, jetzt weiß man auch nicht, ob Krupp jetzt Ideen von Grote übernommen hat, also in eigene Projekte übernommen hat. Das ist nicht bekannt.
So, jetzt gehen wir nochmal an die Entwürfe ran von dem Herrn Grote. Also er stellte 3 dokumentierte Entwürfe vor, wobei der erste und zweite sich deutlich unterschieden, während Nummer 3 eine Modifikation des zweiten darstellte. Gehen wir mal an den Entwurf 1 ran. Ja, und hier orientiert sich dieser Entwurf sehr stark an den ersten Überlegungen für das Fahrzeug in der Sowjetunion. Erkennbar unter anderem an den großen Laufrollen, welchen einen Durchmesser von 2,5 Meter gehabt hätten. Also hätte man das gebaut, ne? Immer hätte Fahrradkette. Dann 6 Stück pro Kette, somit insgesamt 36 von diesen Laufrollen waren vorgesehen. Die Bewaffnung sollte hier aus einem mittig liegenden Geschützturm mit 2 28 cm Rohren sowie 4 Türmen mit Waffen im Kaliber 12,8 oder 8,8 und das in Doppellafetten bestehen. Weiterhin sollten insgesamt 8 Maschinenwaffen in Form von MG 151 in Drehringlafetten verbaut werden. Der Geschützturm ähnelte optisch sehr bei den damaligen Großkampfschiffen verwendeten Geschütztürmen. Ja, und dieser Geschützturm, der hier gezeichnet wurde, ähnelte optisch sehr einem Geschützturm dieser damaligen Großkampfschiffe. Und das führte vermutlich auch zur Behauptung, dass die Türme der Gneisenau-Klasse genutzt werden sollten für diese Fahrzeuge. Das ist aber in so einem Abschnitt Fantasie und Ratte zu verbuchen. Ja, die grundlegenden Gewichtsgrenzen waren bei allen Entwürfen gleich und der bestimmende Faktor bei den Veränderungen waren folgendermaßen, also Bewaffnung 300 Tonnen, Panzerung 200 Tonnen, Rahmen 200 Tonnen, Ketten 100 Tonnen und der Antrieb nochmal 100 Tonnen. So, wer ein bisschen rechnen kann, der weiß, wir sind jetzt bei 900 Tonnen. Wie kommen wir dann auf die 1000? Also in den 900 Tonnen sind diese Faktoren wie Munition, Betriebsstoff, Besatzung, Bordausstattung nicht berücksichtigt. Wenn wir die dazu rechnen, dann kommen wir wahrscheinlich auch auf die 1000 Tonnen. So, dann wollen wir jetzt erstmal verdauen, aber es geht weiter im Text. Jetzt gehen wir mal an den Entwurf 2 ran oder 2. Die zweite Variante sah einen deutlich veränderten Hauptturm vor, der auch viel bessere ballistische Eigenschaften aufgewiesen hätte. Wie sind wir wieder bei hätte? Was wäre wenn? Und diese Dinger sind ja halt nie gebaut worden. So, hier bei dem Entwurf 2 waren die Geschütze oder die Rohre der 28 cm Geschütze deutlich kürzer. So, was zusammen mit dem Wegfall der beiden hinteren Türme eine deutliche Gewichtsersparnis gebracht hätte. Die 2 vorderen Türme waren nun nicht mehr plump aufgesetzt, sondern in die Wanne eingelassen. Auch wurde die Panzerung hier in weiten Teilen schräg gehalten, vermutlich mit dem Ziel, den gleichen Schutz mit geringem Gewicht zu erreichen. Schräge Panzerung, anderes Thema, gehen wir nochmal bei. Ja, das Fahrwerk bestand nun aus ca. 102 kleinen Laufrollen. Wahrscheinlich auch sehr freundlich für die Mechaniker, die sowas hätten tauschen müssen. Weil 2,50 Meter große Räder tauschen, das wird ein bisschen schweißtreibend. So, und dann haben wir noch den Entwurf 3, also die Variante 3 ist in den Bereichen Bewaffnung und Fahrwerk fast identisch, wobei war die Seitenpanzerung bei dem Modell 3 anders, weil man dann hier noch die MGs 151 einbauen konnte, also 3 pro Seite, die quasi dann auch nochmal zur Seite hin wirken konnten und 2 am Heck. So, und das ist auch tatsächlich das, was wir hier an 3 Entwürfen hatten und alles, was danach kam und was wir, wenn wir das googeln oder irgendwo schauen, was uns dann an Bildern gezeigt wird, das ist immer die sogenannte Fantasieratte. Deswegen haben wir das auch nochmal aufgefasst, also unter der Rubrik Fantasieratte finden wir die in den Medien, und das habe ich ja eben schon gesagt, häufig dargestellte P1000 Ratte mit einer rechteckigen Wanne und einem riesengroßen schlachtschiffartigen Turm, der im ersten Drittel sitzt, also im ersten Drittel der Wanne sitzt. Und dann haben wir mal mehr oder mal weniger größere Waffen in diesem komischen Kasten verbaut. Diese Darstellung ist jedoch historisch falsch. Sie entstand erst nach dem Krieg und basierte ebenfalls auf der falschen Annahme, dass ein Geschützturm des Schlachtschiffes Gneisenau zum Einbau kommen sollte, was ja gar nicht geplant war. So, warum ist diese Annahme falsch? Das möchte ich nochmal kurz erläutern. Also die Verwendung eines Geschützturmes der Gneisenau hätte nicht nur die räumliche Kapazität des Entwurfs überfordert, sondern noch entscheidender die Gewichtsgrenzen mehr als überschritten. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen in die Datenkiste greifen. Die Türme der Gneisenau bestanden neben dem sichtbaren Turm, also das, was wir oben gesehen haben, selbst noch aus den darunter liegenden Maschinen und Anlagen, die dazugehörten.
Also wenn man ein Bild gesehen hat von der Bismarck, wenn man da so einen Geschützturm rausheben würde, was da unten noch alles dranhängt, das ist schon eben ganz schön viel gewesen. So, das hat sich dann auch, dieses Innenleben, auf 5 Ebenen verteilt, was zu einer Gesamthöhe von rund 11 Metern führte. So, das konnte man natürlich in so ein riesen Schlachtschiff einlassen, aber in so einen Landkreuzer von 11 Metern, da wird es schon ein bisschen schwierig. So, was wog denn so ein Schlachtschiffturm? Dieser oder so ein Turm hat ein Gesamtgewicht, also mit allem drum und dran, von 750 Tonnen. Und das hätte bei weitem nicht mehr gepasst. So bei einem 1000-Tonnen-Panzer, davon 750 Tonnen nur das Geschütz, das war ja schon 3/4 des Gesamtgewichtes. Ja, nun erkennt auch der Laie, dass der Turm des P1000 nur über 2 Geschützrohre verfügt. Könnte dann der Wegfall des dritten Geschützturmes, also aus dem Schlachtschiffturm, nicht die Lösung sein? Nein, das wäre nicht die Lösung. Also es ändert nicht das Problem der Höhe und auch würde das fehlende Rohr nur knapp 50 Tonnen, also 52,25 Tonnen sparen, weil das ist das Rohrgewicht, was wegfallen würde. Also hätte das auch nicht großartig geholfen. Jetzt müssen wir uns aber auch fragen, welchen Turm wollte Grote denn verbauen? Beziehungsweise an welche 28 cm Kanone dachte er dann dabei? Ja, jetzt wird es ein bisschen eng, aber es ist nicht belegbar. Aber es ist wahrscheinlich, dass Grote sich in der optischen Gestaltung beim ersten Entwurf schlicht an die Türme der Kriegsmarine hielt. Weil diese Geschütztürme waren sehr markant mit ihren Hörnern. Also die hatten ja so ein E-Messer da drin und deswegen hat er die in die Zeichnung übernommen. Und vielleicht war das der Grund, warum jeder meinte, das ist eine Schlachtschiffkanone. Ja, bei dieser 28 cm Marinekanone, da wäre die 28 cm SK C28, also von der Lützow, Graf Spee oder Admiral Scheer mit 48,2 Tonnen eine deutlich realistische Möglichkeit gewesen. So, jetzt holen wir unseren Rechenschieber mal wieder raus. Aber auch so ein Geschützturm von den 3 genannten Schiffen wog auch schon 550 Tonnen, also die Hälfte des Gesamtgewichtes vom P1000. So, und damit wird auch mir klar und allen anderen, die in Mathe nicht aufgepasst haben, und ich rühme mich da nicht, war nicht so gut in Mathe, aber das kriege ich auch noch gerechnet, es war klar, dass ein 1000-Tonnen-Panzer, ja, das ist alles eine utopische Grundidee, die einfach nach dem Krieg entwickelt worden ist und die Leute dachten, so, das ist auf jeden Fall hier das Nonplusultra, das Schlachtschiff auf Ketten. So, und jetzt machen wir noch einen ganz kurzen Ausflug in die Welt der Fantasie, denn viele denken natürlich auch, die Avengers-Reihe geschaut haben, also Captain America, und dann sich mit der Hydra beschäftigen. Also Hydra, davon mal ganz kurz ab, die Hydra hat es nicht gegeben, das ist auch ein Fantasieprodukt von Hollywood. Und somit sind ja auch die ganzen Technologien, die in den Avengers benutzt wurden, völliger Schwachsinn. Und in einem Teil wird ja auch so ein riesengroßer Hydra-Panzer von Captain America angegangen. Der springt da rauf und haut das mit dem Schild, mit seinem Avengers hier, mit seinem Captain America-Schild, haut er die Luke auf, schmeißt da irgendwas rein. Und das Ding fliegt in 1000 Teile. Also das ist weder die Maus, die wir da sehen, noch ist das die Ratte. Das ist einfach nur ein Fantasieprodukt. Und für mich ist wichtig, dass die Jüngeren unter euch verstehen, das hat überhaupt nichts mit diesen Konstruktionen im Zweiten Weltkrieg zu tun. Das ist einfach nur Hollywood und im Reich der Fantasie einzuordnen. So Leute, das ist es so gewesen zur Ratte. Jetzt haben wir die P1000 Ratte auch durch. Ich sag mal, die Nagetiere, die haben wir jetzt hinter uns gelassen. Jetzt gehen wir zu den großen Katzen. Nein, also wir machen sicherlich noch mehr Panzer, wir machen auch noch mehr Landfahrzeuge, Flugzeuge und Schiffe und alles im technischen Bereich, was der Alex da ausgräbt, und dann geht das los. Wir werden wahrscheinlich noch mehr berühmte Persönlichkeiten machen, da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten, aber wird alles noch kommen. Ja, eine Sache wollte ich euch noch ans Herz legen, und zwar wäre das super, wenn der Kanal weiter unterstützt wird. Das macht ihr ja schon, indem ihr Abonnenten seid. Und einige von euch sind ja auch schon Kanalmitglieder geworden. Und durch diese Kanalmitgliedschaft wird so ein bisschen Geld in die Kriegskasse von dem Kanal gespült. Und damit kann man wieder Leute beauftragen, Texte zu bearbeiten, Grafiken zu erstellen und so weiter und so fort. Ne, für einen feuchten Händedruck macht ja heute keiner mehr was. Doch, es gibt da noch genug. Aber wie gesagt, es würde so ein bisschen die Liquidität des Kanals fördern. Also wenn ihr Kanalmitglieder werdet, dann habt ihr alles werbefrei. Und ihr habt auch freien Zugang zum Barkraftsforum, also umsonst, und nebenbei unterstützt ihr uns noch. Das wäre wirklich super, wenn ihr Kanalmitglieder werdet. Das würde mich freuen. Ja, genug Werbung in eigener Sache. Im Übrigen, ich gucke alle meine Videos werbefrei. Ich bin nämlich auch Kanalmitglied. So. In diesem Sinne wollte ich euch das nochmal mitgeben. Schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuschauen.
Schaut wieder rein, bleibt dabei und bleibt gesund. Bis bald.